Hallo Freunde, es gibt viele schöne und interessante Orte auf unserer Welt, die es wert sind, gesehen und besucht zu werden, aber der Planet ist unglaublich groß und das menschliche Leben ist kurz. Wie sollen wir dann aus 1000 bemerkenswerten Orten auswählen, welche wir mit eigenen Augen sehen sollten? Keine Sorge, wir haben speziell für Sie eine Liste dieser Orte zusammengestellt, wir fangen an. Die Goldene Brücke in Vietnam bietet viele Sehenswürdigkeiten und Touristenattraktionen. Eine davon befindet sich in der Stadt Da Nang, eine 150 Meter lange goldene Brücke, die auf jeden Fall Ihre Aufmerksamkeit verdient. Auch wenn Sie dem Besuch von Brücken vielleicht skeptisch gegenüberstehen. Dieses Bauwerk, das von 2 riesigen Steinhänden in der Luft gehalten wird, verläuft durch das Warner Gebirge auf einer Höhe von 1400 m über dem Meeresspiegel. Neben speziell gebauten Palmen, die einem Riesen zu gehören scheinen, wird die Brücke von 8 Säulen getragen. Von der Brücke aus hat man einen wunderbaren Ausblick auf die umliegenden Täler, Hügel und Wälder, und entlang des Brückenwegs sind Blumen gepflanzt. Die Steinpalmen sehen übrigens aus, als wären sie hunderte von Jahren alt, tatsächlich wurden sie aber erst vor relativ kurzer Zeit hergestellt, Glas und Stahl. Zukünftig planen die Behörden den Bau einer silbernen Brücke neben der Goldenen Brücke. Der Perito Moreno Gletscher, ein berühmter Gletscher auf dem Gebiet des argentinischen Nationalparks, regt buchstäblich unsere Fantasie an. Es ist einer der interessantesten Touristenorte in Argentinien. Die Stille wird hier nur durch das Grollen der Eisbüsche gestört, die sich vom Hauptgletschermassiv lösen. Der Gletscher mit einer Fläche von 250 Quadratkilometern ist 30 Kilometer breit und erreicht eine Höhe von 60 m. Über der Wasseroberfläche bewegt es sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 2 m pro Tag. Das Alter dieser riesigen Eismasse wird auf 30.000 Jahre geschätzt. Jedes Jahr kommen Hunderte von 1000 Touristen zum Gletscher, um dieses Wunder der Natur mit eigenen Augen zu sehen. Im Butterfly Nature Reserve wandern jeden Winter Millionen von Schmetterlingen von Kanada in die Berge Zentralmexikos und bilden dort einen Insektenschwarm von unglaublichen Ausmaßen. Um Ihnen eine Vorstellung zu geben, dies ist ein ganzer Wald voller Schmetterlinge. Um diese wunderschönen Insekten zu retten, wurde dieses Berggebiet in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Das mexikanische Parlament strebt auch den gesetzgeberischen Schutz dieses Standorts für der Gegenwart an. Hat dieses Gebirge in den Wintermonaten den Status eines nationalen Biosphärenreservats? Die Farbe aller Bäume ändert sich von grün zu orange, weil man zu dieser Zeit eine riesige Gruppe von Schmetterlingen sehen kann und diese Schmetterlinge so freundlich sind, dass sie selbst auf den Händen der Menschen auf Island und Aurora Borealis sitzen. Island ist an sich schon ein bemerkenswertes Land mit einzigartiger Natur, Tausenden von Wasserfällen, Geysern und den besten Fußballfans der Welt. Natürlich erregt das Polarlicht die meiste Aufmerksamkeit. Ja, wir können es auch auf dem Kontinent sehen, zum Beispiel in Norwegen. Oder in Finnland können wir diese wunderbare Weltraumshow von Ende August bis April beobachten. Wenn es ausreicht, auf den Balkon zu gehen, hindert uns selbst die enorme Intensität der künstlichen Beleuchtung in der isländischen Metropole Reykjavik nicht daran, eine bemerkenswerte Lichtshow am dunklen isländischen Himmel zu beobachten. UNESCO-Weltkulturerbe. Es ist das einzige Denkmal auf dem Territorium des Inka-Reiches, das nie von den Spaniern entdeckt und zerstört wurde. Diese Stadt wurde nicht zerstört, aber alle ihre Bewohner verschwanden auf mysteriöse Weise. Weder der Zeitpunkt der Erbauung der Stadt noch der Zweck ihres Baus sind bekannt. Wir kennen nicht einmal die genaue Einwohnerzahl, nicht einmal ihr richtiger Name Machu Picchu wird mit alter Hügel übersetzt, aber diesen Namen erhielt die Stadt erst viel später. Einige Archäologen glauben, dass die Stadt von einem mächtigen Herrscher gegründet wurde. Als heiliger Zufluchtsort in den Bergen etwa 100 Jahre vor der Eroberung des Imperiums, also um 14.140. Die Stadt war bis 15.132 funktionsfähig, als Machu Picchu plötzlich alle seine Bewohner für über 400 Jahre verlor. Die Stadt geriet in Vergessenheit und verfiel. Heute ist Machu Picchu eines der wichtigsten Touristenzentren, aber diese Ruinenstadt kann nur von 2.500 Menschen pro Tag besucht werden. Diese Einschränkungen wurden eingeführt, um das Denkmal zu erhalten. Die Yangtze-Berge, wenn man irgendwo auf unserem Planeten ein Stück Pandora aus dem berühmten Film Avatar finden kann, dann machen nur in China die mit einem Nebelschleier bedeckten Xian-Shi-Berge einen unwirklichen Eindruck, so etwas sieht man nirgendwo sonst auf der Welt. Der Name dieser Berge kann als Sohn des Himmels übersetzt werden, und das ist kein Zufall.
Diese riesigen Berggipfel erreichen eine Höhe von bis zu 800 m und schweben buchstäblich in der Luft und verbinden den Himmel mit der Erde, dem Felsen, der über den tropischen Wäldern aufragt. Wir finden hier eine große Menge Wasser. Das riesige Höhlensystem von Padu, das Yangtze-Gebirge zu sehen, bedeutet nicht nur, schöne Ausblicke zu genießen, sondern auch die Vergangenheit zu berühren. Antelope Canyon ist ein magischer und geheimnisvoller Ort, der nur durch die bizarre Fantasie der Natur erschaffen werden konnte. Das ist Antelope Canyon. Es liegt im südwestlichen Teil der Vereinigten Staaten im Bundesstaat Arizona. Der Canyon erhielt seinen Namen aufgrund der rostroten Wände, die an Antilopenfelle erinnern. Im Laufe mehrerer Jahrhunderte haben Wasser und Wind im roten Sandstein mehrere hundert Meter tiefe Vertiefungen geschaffen. Normalerweise trocknet es im Laufe des Jahres aus und wird mit Wasser überflutet. Es ist das Regenwasser, das über viele Jahre hinweg langsam herabfließt und Sandkörner mit sich reißt, wodurch diese bezaubernden Relieflinien entstanden sind. Im Inneren der Felsen ist anzumerken, dass der Antelope Canyon kein Nationalpark oder Schutzgebiet ist. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum er nicht sehr bekannt ist. Lavendelfelder, stellen Sie sich ein Feld vor, das vollständig mit blühendem Lavendel bedeckt ist. Es gibt solche Orte. Lavendelfelder muss man in Frankreich suchen, zum Beispiel im nördlichen Teil der Provence. Zwischen malerischen Dörfern breitet sich im wahrsten Sinne des Wortes ein Blumenmeer aus und überzieht sie mit einer wunderschönen ländlichen Landschaft, die an lebendige Postkartenbilder von blühendem Lavendel erinnert. Provence von Juni bis August. Aber um sicherzustellen, dass Sie es sehen. Wir empfehlen, zwischen Mitte Juni und Mitte Juli zu den Feuerfeldern nach Frankreich zu fahren, da dort im August mit dem Mähen der Lavendelfelder begonnen wird. Wenn Sie jedoch nicht nur etwas sehen, sondern auch etwas als Andenken mitnehmen möchten, dann ist das kein Problem. Während der Lavendelblüte finden in der Provence zahlreiche thematische Feste und Feiern statt, bei denen Sie Lavendelseife, ätherische Öle, Honig oder Blumensträuße kaufen können. Santorini. Die Insel Santorini empfängt täglich Hunderte von Touristen und wurde mehr als einmal zu einem der schönsten Orte der Welt gekürt. Was macht diese kleine griechische Insel so besonders? Erstens, weil es sehr alt ist. Ein Einwohner erschienen bereits 3000 vor Christus auf Santorini. Heute ist die Insel Santorini ein wahres Stück Paradies. Stellen Sie sich die Schönheit der strahlend weißen Häuser, der markanten blauen Dächer, Fensterläden und Kuppeln kleiner Kirchen vor. Es gibt mehr als 300 davon und natürlich einen wunderbaren Blick auf das Ägäische Meer und die riesige rote Vulkanlagune. Die Rote Lagune gilt als einer der geheimnisvollsten Orte der Erde. Ihren Namen verdankt die Lagune der Farbe des Wassers, das so tiefrot ist, dass es oft an Tinte oder Blut erinnert. Interessanterweise wussten bis 2009 nur die Anwohner von diesem See. Laut Ökologen lässt sich die Farbe des Wassers in der Roten Lagune durch das Vorhandensein verschiedener Algenarten erklären. Dies ist kein ungewöhnliches Phänomen, aber die Anwohner behaupten, dass über diesem Stausee ein Flug schwebt. Deshalb meiden viele Reisende diesen See lieber um Längen. Freunde, welcher der Orte findet ihr am schönsten? Schreibt es uns in die Kommentare und gib ihm ein Like. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, abonnieren Sie bitte unseren Kanal und wir sehen uns bald wieder. Wir haben noch viel Interessantes vor uns.